Wie sieht denn das schwarze Schaf schon wieder aus hier? Eieieiei. Und nein, ich war nicht auf der Abenteuer-Allrad. Ich war beim 24-Stunden-Rennen, befinde mich auf dem Heimweg. Da komme ich irgendwie in der Nähe von Winterswijk vorbei, also Obelink. Ja, aufmerksame Zuschauer haben natürlich mitgekriegt. Ich bin nicht auf dem Abenteuer-Allrad-Spielplatz gewesen. Da soll es auch sehr lustig gewesen sein, von den Parkplätzen runterzukommen. Auch am 24-Stunden-Rennen war das durchaus der Fall. Also ich habe da wirklich krasse Bilder. Video kann ich euch hier nochmal verlinken. Sollte eigentlich jetzt am Dienstag oder Mittwoch vergangener Woche jetzt dann veröffentlicht worden sein. Mein letztes Video vom 24-Stunden-Rennen. Damit ist Motorsport bei mir auf dem Kanal für dieses Jahr von den Terminen, die anstehen, auch erstmal durch. Es geht jetzt also mit Campingthemen weiter. Festivals stehen einige an. Also Wacken Open Air bin ich auf alle Fälle mit am Start. Weitere Festivals muss ich gucken, was ich zeitlich unterbekomme. Denn da sind durchaus ein paar interessante andere Festivals, die es auch noch in Deutschland gibt, die ich mir gerne mal angucken werde. Ja, jetzt geht es aber weiter Richtung Winterswijk. Eigentlich nur, um dort einen Zwischenstopp zu machen, ohnehin auf dem Rückweg. Ich muss mal gucken, wo der Diesel jetzt gerade aktuell günstiger ist, in Deutschland oder in den Niederlanden. Und ja, ihr wisst es vielleicht, die Rindfleischkrokette, die es in den Niederlanden gibt, das ist wirklich einer meiner kleinen Favoriten. Und die gibt es dort im Restaurant bei Obelink. Deswegen kurzer Zwischenstopp. Liegt eh auf dem Heimweg. Ob ich so rumfahre oder so rumfahre, macht kilometermäßig keinen Unterschied. Außerdem ist es immer interessant zu sehen, was es bei Obelink gerade irgendwo Neues, anderes gibt, was sich im Sortiment gerade verändert. Und da nehme ich euch gerne mit. Das Erste, was mich total verblüfft, der Parkplatz ist gerappelt voll. Ich bin hier auf einem Montag, circa 11 Uhr, 11:15 Uhr. Und es ist hier kaum noch ein Parkplatz für ein Wohnmobil zu kriegen. Ehrlich gesagt hätte ich gedacht, Anfang der Woche keine Hauptreisezeit. Das sollte hier leerer sein. Aber ich habe wohl ein randvolles Obelink. Begrüßt uns gleich eine 70er-Jahre-Landschaft hier, direkt im Eingangsbereich. James Last, den habe ich noch in der Ausstellung gesehen beim letzten Mal, beim Besuchen. Schick, einfach schick. Mickey Mouse und Donald Duck, cool. Wasserzerstäuber, meine kleine Idee für 2,50 € auch wirklich günstig. Ein bisschen Spüli, ein bisschen Wasser und man hat auf die Schnelle mal 1, 2 Teller gespült. Im Eingangsbereich findet ihr sonst auch viel Toilettenchemie, aber hier auch eine bunte Auswahl an Geschirrsets. Melamin oder auch nicht Melamin. Und hier habe ich mal was Interessantes gefunden. Ein klappbarer Ständer für eure Coolbox. Wenn die draußen stehen soll, aber nicht im Dreck. Kostet 29,90 €. Da bin ich tatsächlich im Überlegen, ob ich das Ding einpacke. Kompressor-Kühlboxen gibt es hier auch ohne Ende. Hier haben wir den für 30 Liter. Das reicht eigentlich locker aus. 239 €. Sieht dann in Natura so aus. Gibt es auch in größerer Variante. Simpel. Und er läuft auch, wie man hier am Eis sieht. Ich selbst habe ja einen anderen Liebling, aber das ist auch so ein schöner kleiner hier. Und der macht sogar 1200 Watt als Heizlüfter für 29,90 €. Wenn es einstellbar ist, ja, es ist
dann kann das auch gut funktionieren. Aber meinen Liebling verlinke ich euch nochmal unter der Videobeschreibung. Da habe ich einen mit 500 Watt, auch Keramik. Der ist wirklich, der hat sich bewährt mittlerweile. Die kleine Wohnlandschaft steht hier auch immer noch. Jetzt kommen wir in den Bereich Stühle, Sitzgelegenheiten, Klappboxen. Sehr groß geworden mittlerweile der Bereich. Ich habe hier meinen persönlichen Liebling beim letzten Mal mitgenommen. Da fahre ich gerade drauf zu. Der ist auch ganz niedlich hier. 34,90. Aber das ist der, den ich jetzt habe. Chairman Black. Feste Armlehne. Und der hat sich ganz gut bewährt. 38,90 kostet er jetzt. Für euch vielleicht ein Tipp für den einen oder anderen Festivalgoer. Hier gibt es dann auch mal Matten mit richtig Schlafkomfort, die dann aufgerollt, komprimiert, trotzdem ganz gut transportabel sind. Kann man hier auch mal Probe liegen, direkt auf den Steinen. Hier haben wir mal eine bunte Vielfalt davon, unterschiedliche Dicken. Die hier zum Beispiel, die SM9 Dreamhaven Single. Die sieht richtig gemütlich aus. Oh. Ja, da kann man es gut drauf aushalten. Das ist wirklich angenehm. Ich denke, hier sind Luftkammern mit drin zur Unterstützung. Ja, hier vorne ist das Ventil, da ist auch das Ventil. Aber es ist nicht so wie eine reine Luftmatratze. Es hat eben auch so ein bisschen dieses Matratzenfeeling. Es gibt es dann natürlich auch in Varianten für 2 Personen gleich direkt. Dann hat man das Zelt komplett ausgefüllt. Aber ich möchte doch gerne mal wissen, was die Dinger kosten. Ich sehe hier leider kein Preisschild. Feldbetten haben wir auch hier. Auf der habe ich ja eben gelegen. Dreamhaven Single 10, das ist die SM9, da gucken wir mal nach. Ja, das ist natürlich auch bei den großen Matten, die sind selbst aufblasend. Ne? Wenn die sich entfalten, dann strömt die Luft ein durch das geöffnete Ventil. SM15 für 197, direkt daneben als Double, 300 Euro. Hier haben wir dann zum Beispiel die SM15, die ist schon richtig groß. 2 Meter mal 1,40 mal 10 cm Höhe, wiegt 6,1 Kilo. Leider habe ich die Single-Matratzen derzeit nicht in der Auslage gefunden. Haben wir sie hier gerade, SM11. Das wäre zum Beispiel die, ja. Die SM11, die ist mal hier. Auch selbst aufblasend, 99 Euro. Ich denke, Liegekomfort ist durchaus ein Thema auf Festivals. Da seid ihr mit solchen Matratzen natürlich gut aufgestellt. Und dann eher so die klassischen Luftmatratzen, aber so hoch ist das natürlich dann auch schon wieder irgendwo auch Komfort. Und diese reinen aufblasbaren Betten, die liegen natürlich in einer ganz anderen Preisklasse. Ne? Da sind wir dann bei 24 Euro, sowas etwas höheres bei 50 Euro. Aber von der Nachhaltigkeit her, denke ich, mit den anderen werdet ihr auf Dauer glücklicher. Nächster Bereich Möbel. Bei den Tischen habe ich auch mal ein Video gemacht. Da habe ich zum Beispiel so einen Tisch, der dann zusammengeklappt in so einer Tragetasche dann drin ist. Also die ist jetzt hier im Karton drin natürlich. Dauert eine Weile länger, aber ist durchaus nicht unpraktisch. Gut belastbar. Dafür hat man natürlich so einen Klapptisch eben mal schnell hingestellt. Ne? Das wäre zum Beispiel die Kategorie hier 100 x 60 cm für 65 Euro. Daneben direkt einer für 58. Da gibt es also auch reichlich Auswahl. Passend zum Thema Klappmöbel. We like to move it, move it. Schöne Dekoration hier. Ja, die Moonbox, die ist tatsächlich hier angekommen. Die habe ich noch in Freiburg auf der Messe mal vorgestellt. Da könnt ihr eure Camper selber mit ausrüsten. Verschiedene Modelle hier bei Obelik konfigurierbar. Und hier hat Obelik doch tatsächlich mal mit einem Sunlight Cliff ein schwarzes Schaf stehen auf Citroën. Fahrzeuge sind immer abgeschlossen. Ihr müsst euch dann natürlich einen Verkäufer ranholen, wenn euch ein Fahrzeug interessiert. Aber Fahrzeuge in Hülle und Fülle werde ich jetzt hier nur ganz kurz mal fassen. Wundert euch nicht über die Preise, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Es gibt hier die Luxussteuer in den Niederlanden. Wenn ihr für Deutschland kauft,
Fragt die Verkäufer, die können euch dann den Preis ausrechnen, den es dann für Deutschland dann kosten würde. Hier haben wir jetzt also gerade einen Sunlight T96L Adventure Edition 2024. Ja, die 3,6 Tonnen, ob ich die ihm so richtig glaube. Zuladung ist auf alle Fälle eh knapp. Kommt hier in den Niederlanden schon auf knappe 100.000 Euro so ein Fahrzeug. Sollte für den deutschen Markt dementsprechend einiges günstiger noch zu bekommen sein. Mal einen Überblick über die Fahrzeughalle. Reichlich Auswahl. Und im Obergeschoss sehe ich jetzt überwiegend Wohnwagen. Auch da nur mal ein ganz kurzer Blick in die Runde. Ich will das heute nicht ausufern lassen hier bei Obelink. Ich habe noch viel Fahrstrecke. Ich mag es hier gerne, wenn es auch mal nicht weiß ist. Hier haben wir einen Caravelle R Sportline. Da gucken wir uns mal exemplarisch kurz die Daten an. Das ist der Grundriss. Nagelneues Fahrzeug. Reiseklar, 1117 Kilogramm. Maximal darf er 1250 wiegen. 25.150 Euro hier in Winterswijk. Großes Bett. Das dürfte das Badezimmer sein. Hier vorne gegenüber vom Bad dann die Küche. Kleine Sitzecke, also man kann es hier wirklich gemütlich drin haben. Kein Frontfenster. Hier haben wir dann noch mal im zweiten Stock zweite Wahlprodukte. Das ist auch immer so eine kleine Stöberecke, wo es sich meines Erachtens nach immer lohnt, mal durchzugucken, was gerade so im Angebot ist. Auch für Selbstausbauer. Kochfelder hier um die 200 bis 300 Euro. Pumpen, Boiler. Kochfelder, Kochfelder, Kochfelder. Formen, Farben, alle Arten. Der Bereich ist auch so ein bisschen durch diese Stellwände variabel gehalten. Das letzte Mal, wo ich hier war, war der gesamte hintere Bereich auch voll mit zweiter Wahlartikel. Aktuell ist es nur die Hälfte der Fläche. Und dahinter ist dann Lagerbereich. So, hier haben wir also Einbautoiletten von Dometic. 719 Euro, 786 Euro die andere. Möbel sind dieses Mal kaum als zweite Wahl hier. Das ist anders als beim letzten Mal. Da hatte ich sehr, sehr viel Möbel in der zweiten Wahl. So auch mein Lieblingsstuhl, den ich euch vorhin mal gezeigt habe. Den habe ich dann tatsächlich als zweite Wahlartikel mitgenommen. Und habe da, ich glaube, sogar nur 20 Euro für das Ding bezahlt. Es war nichts dran, es war ein Kratzer dran oder so und die Tasche fehlte. Ja, kleine Moppels und Hoppels. Haben wir hier irgendwo mal beispielshalber einen Preis dran. Der kostet jetzt hier 269 Euro oder 289 Euro. Das ist für mich nicht ganz klar. Der steht auch schön auf Gummifüßen. Der dürfte dann auch recht ruhig laufen. Ja, bei diesen Fahrradträgern für die Hecktür bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Da kommt viel Gewicht auf eure Hecktür, wenn ihr jetzt mit einem Kastenwagen unterwegs seid. Und da könnt ihr euch auch die Hecktür ganz gut verformen. Ich habe jetzt aktuell selber das gelbe Bike noch von den 24 Stunden. Da hat es mir wirklich sehr gute Dienste geleistet. Also der Motor ist wirklich der Hammer. Aber ich fahre ungern mit dem Fahrradträger am Heck und habe dann also auch Akku und alles runtergenommen, auch die Kette runtergenommen, um das Gewicht so niedrig wie möglich zu halten. Und ich fahre dann auch bewusst noch langsamer als sonst. Ja, zweite Wahlartikel. Dieses Mal habe ich nichts gefunden. Zelte füllen alleine eine Halle. Hier haben wir das Darwin Grey zum Beispiel für 85 Euro, für 4 Personen 118 Euro. Oder ihr habt die Nummer größer von Coleman. Hier haben wir mal einen Mackenzie mit Stehhöhe für 570. Duschzelte können auch für was anderes benutzt werden, natürlich, wie man hier sieht. Da geht es dann auch schon mit dem Toilettenzelt ab 29,90 los. Für ein bisschen Privacy. Oder ihr wollt einfach mal ein bisschen Windschutz haben, wenn ihr irgendwo am Deich steht. Da habt ihr sowas dann mal schnell aufgestellt hier. Was kostet denn sowas? Eine Stange an der Seite. Ein Pop-up-Binnentent. Das gibt es dann für 49,90. Guter Windschutz.
Kleidung, 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 Kleidung. Brauche ich Gott sei Dank nichts von. Aber meine Rindfleischkrokette, die brauche ich allmählich. Ein T4 hat es in die Ausstellung geschafft. Viele, viele Staubschriften, Chillen. Der hat auch tatsächlich eine gesunde Basis. Der gute T4. Der könnte dann irgendwann als Schätzchen hier wieder rausrollen. Mit den Laderaumtüren, nicht mit der Heckklappe. Ihr findet hier im zweiten Stock viele, viele Vorzelte. Hier zum Beispiel das Ibiza Easy Air für 399 €. Als Busvorzelt hat es dann natürlich hier den Bereich der Schleuse, den ich jetzt mal exemplarisch hochhalte. Den zieht ihr über die Kederschiene hier zum Beispiel in eure Markise ein und habt dann etwas, was mit dem Fahrzeug verbunden ist und euch dann den trockenen Zutritt ins Vorzelt ermöglicht. Ich selber habe da auch ein Obelink, ein ganz kleines. Das Obelink Treffer Plus, aber das große, nicht das Mini. Das ist auch so die Mindestgröße, die sollte es haben, aber das Treffer Plus, das passt wirklich ganz hervorragend an Schwarze Schaf und gibt mir so einen kleinen trockenen Vorraum. Aber solche Vorzelte gibt es natürlich auch in allen Größen. Hier haben wir jetzt mal die größere Variante. Ihr müsst jetzt nur die Hälfte euch vorstellen. Das, was ich jetzt mit dem Finger zeige, das ist das Vorzelt. Da drüben, das ist schon das nächste Modell, was einfach auf der anderen Seite rangebaut ist. Hier haben wir jetzt mal einen Fiesta Komfort. Das hat die Maße 2,50 Meter x 3,50 Meter. Richtig gute Stehhöhe hier. Wiegt auch nur 13 Kilogramm. 289 €. Und dafür hat man hier aber wirklich ein paar Quadratmeter dann vor seinem Fahrzeug gewonnen. Allerdings ist das jetzt eher von der Aufbauhöhe etwas für höhere Fahrzeuge, dass man es da anschließen kann. Das müsst ihr also auch dann bei eurem jeweiligen Modell immer bedenken. Passt das an das Fahrzeug, an das ich es anbauen will? Wer sich ein bisschen mehr Mühe beim Aufbau machen will, für den wäre vielleicht das Paradise VK hier was. Kostet auch 290 €. Hat auch so eine ähnliche Abmessung, 2,15 Meter x 3,70 Meter, wiegt 17 Kilogramm. Und hat hier durch diese Versteifung natürlich eine andere Aufbauform. Und damit bietet es auch andere Möglichkeiten. Das würde zum Beispiel wieder an Schwarze Schaf ranpassen. Wenn ich mir das angucke, ich habe eine Innenkabine nochmal, die ich zusätzlich hier aufbauen kann für den eigentlichen Schlafbereich. Und hier ist wieder der Keder für die Schleuse ans Fahrzeug. Also das wäre tatsächlich ein Vorzelt, ein Tunnelvorzelt, das auch an Schwarze Schaf heranpassen würde, dass ich es also in der Markise anschließen kann und dann enormen Vorraum dann gewinne. Die Innenkabine ist ein Kann, die muss man nicht aufbauen, aber wenn man es jetzt als reines Zelt aufbauen wollte, würde auch das gehen. Hier ist einmal rundherum Reißverschluss, das heißt, dieses Teil lässt sich auf beiden Seiten vollständig verschließen und auch als reines Zelt verwenden. Nicht uninteressant sind auch solche Sachen. Hier haben wir einen Magnetadapter als Drive-Away-Kit. Den könnt ihr euer Vorzelt dann auch locker mit dem Fahrzeug verbinden und dann auch wieder losfahren, ohne das Vorzelt abzubauen. Ich selber nutze so eine Keder-Adapterschiene, nicht von 6 mm auf 6 mm, sondern damit es bei mir mit dem Treffer Plus gepasst hat, musste ich dann einen Adapter dazwischen schieben. Den habe ich auch tatsächlich hier von Obelink, aber ich habe ihn mir zuschicken lassen damals. Und ein paar Mal gefallen ist das Wort ja schon. Hier haben wir das Treffer Mini. Das, wie gesagt, ist zu klein, nach meiner Meinung zumindest. Also da bleibt zu wenig Platz, um die Schiebetür seitlich aufzumachen. Und direkt daneben steht aber das Treffer Plus. Das haben wir hier. Das ist tatsächlich das Vorzelt, das ich habe und im Einsatz habe. 2,70 Meter mal 2 Meter bringt es, wiegt nur 9 Kilo, kostet aktuell 189 €. Lässt sich zu der Seite hin öffnen. Ich habe meistens die Seiteneingänge genommen, dass ich dann auf der Seite dann aufgemacht habe. Auch hier wird das Ganze dann mit dem Kederadapter bei euch in die Markise eingezogen. Und damit das am Fahrzeug nicht reibt, haben wir hier Schaumstoff eingenäht. Den kann ich hier jetzt ein bisschen komprimieren. Wenn man sich vorstellt, da wo die Kameraposition jetzt ist, wäre jetzt eigentlich die Karosseriewand. Ist das der dazu gewonnene Raum? Da kann man sich nochmal mit einem Stuhl und einem Tisch hinsetzen. Ich habe mein kleines Fahrrad hier mit untergebracht gehabt.
Und gerade wenn das Wetter mal nicht so beständig ist, Wacken Open Air letztes Jahr, ich war froh drum, dass ich das Zelt hatte. Dann gibt es hier auch noch in der Nähe des Restaurants alles für eure vierbeinigen Freunde, inklusive Campingbett für euren Liebling. Und wenn der Racker mal draußen spielen soll, kriegt man ihn damit dann auch auf einer kleinen Parzelle mal unter. Pfiffiges Teil. Das Ganze kostet dann 119 € hier und ist ein Paket mit 9,6 Kilo. Ja, heute gibt es gebackenen Fisch, Schnitzel und auch nochmal Fischfilet in verschiedenen Arten. Eine Kidsbox gibt es auch für 4,90 €. Aber ich bin ja mehr für die Rindfleischkrokette hier. Getränke, Süßes findet ihr auch. Donuts, Muffins oder auch mal warmer Apfelstrudel. Kategorie Torten ist auch gut aufgestellt. Und hier ist dann die Kategorie warmes Essen. Direkt zum Wegnehmen. Obeling feiert 65 Jahre. Ich habe mir jetzt einmal eine Käsekrokette, eine Rindfleischkrokette und eine Hühnchenkrokette rausgesucht. Das ist mein Liebling und die beiden will ich gerne mal probieren. Als erstes die Käsekrokette. Lecker. Da haben wir jetzt die Hähnchenkrokette. Das ist so ein bisschen so, ja, Formfleisch würde ich sagen. Da passt dann auch Senf gut dazu. Ja. Oh. Jetzt kommt mein Liebling. Rindfleischkrokette. Ich weiß schon, weshalb ich immer wieder hierher komme. Das Wasser kostet 2,15 €. Einmal Senf hatte ich frei, zweimal Senf musste ich bezahlen. Die Käsestange liegt bei 2,70 €. Die Hähnchenkrokette bei 2,50 € und die ich am liebsten mag, die Rindfleischkrokette, die liegt bei 2,45 €. Mir könnte heute das gelingen, was mir eigentlich sonst bisher noch nie gelungen ist, mit einem leeren Einkaufswagen bei Obeling rauszufahren. Aber ich bin ja auch wirklich zum Tanken und zum Mittagessen hierher gefahren. Das dürft ihr nicht vergessen, das geht sonst eigentlich nicht. Wenn man bei Obeling einmal durchschaut, nimmt eigentlich jeder irgendwo irgendwas mit. Wir gucken noch mal kurz in das 3. Stockwerk. Hier haben wir mehr so Gartenmöbel. Das ist eigentlich immer so das Stockwerk, was mich am wenigsten interessiert, weil die Sachen sind zu groß fürs Camping. Das ist eher so für Dauercamping dann geeignet. Aber da habt ihr eine komplette Etage Auswahl mit solchen Lounge-Sets. Da hinten in der Ecke war auch, glaube ich, das letzte Mal noch Wassersport, dass man auch so Kajaks und Kanus dort dann finden konnte. Wie gesagt, für mich ist es die 3. Etage eigentlich dann immer über. Aber bei Dauercampern sieht das ganz anders aus. Dauercamper, die sich dann irgendwo ihre Parzelle richtig gemütlich einrichten, die finden hier garantiert das eine oder andere Schätzchen, was genau zu ihnen passt. Fazit, Obeling ist immer mal wieder einen Stopp wert. In diesem Fall jetzt tatsächlich bei mir nur einen Tank und einen Essensstopp. Das liegt aber daran, dass es für mich auf dem Weg liegt, wenn ich so einmal quer durch die Republik reise. Das Ganze ist jetzt gedreht bei mir auf dem Rückweg vom 24-Stunden-Rennen Nürburgring. Da habe ich das als netten Mittagsstopp genommen. War auch wirklich lecker, aber da drin findet ihr alles Mögliche. Wird immer ganz gerne verglichen so ein bisschen mit der IKEA für Camper. Das trifft es ganz gut. Ihr seid auf geführten Wegen unterwegs. Es gibt für die Leute, die dann aufmerksam gucken, dann auch entsprechende Abkürzungen. Da kann man dann etwas zielgerichteter laufen. Aber ansonsten werdet ihr im Wesentlichen durch die Ausstellung geführt und damit natürlich auch verlockt, wie bei IKEA, das eine oder andere mitzunehmen. Ist für mich aber auch okay. Die Sachen, die ich mir hier tatsächlich geholt habe, Qualität hat gestimmt. Ich mag immer noch sehr, sehr gerne mein Treffer Plus Vorzelt. Klein, handlich, leicht, das Ideale, um in einem Kastenwagen, wo man wirklich auch aufs Gewicht achten muss, dann doch mal ein kleines Vorzelt mitzunehmen.
Ja, inzwischen ist auch der Wohnmobilstellplatz hier ein bisschen überschaubarer wieder geworden, aber nur ein bisschen. Es ist immer noch viel Auftrieb. Bin auch zweimal angesprochen worden, wenn ihr mich mal trefft, sprecht mich ruhig an, habe ich kein Problem mit. Aber wenn dann so von der Seite kommt, Moin Levelüt, weiß ich bin angesprochen. Da bin ich wieder am schwarzen Schaf, noch mit den Schlammspritzern vom Nürburgring Campingplatz. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.